Dante Spoken hier. Immer mehr Hersteller setzen auf das Dante-Protokoll und verwenden Dante in ihren Geräten zur Kommunikation und zum Austausch von Kanälen oder von Audiokanälen im Netzwerk. So auch die Firma Behringer in ihrer Wing. Und wie man so ein Dante-Modul in der Wing konfiguriert und die Dante-Kanäle schickt bzw. empfängt, das zeige ich euch in der heutigen Folge Bastis Bassstunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Audio-Engineers und Mixing-Freunde, herzlich willkommen zurück bei der Bastis Bassstunde. Ich habe hier immer noch meine Behringer Wing Kompakt stehen. Das letzte Mal haben wir einen kompletten Song drauf gemischt. Das war, wenn ich ehrlich bin, schon eine ziemlich harte, lange Folge, die zu drehen und zu schneiden. Und heute beschäftigen wir uns wieder mehr mit der Technik. Ich zeige euch nämlich heute mal, wie man ein Dante-Modul in der Wing konfiguriert. Und wir testen das Ganze dann auch, ob die Verbindung funktioniert. Ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach den Mix vom letzten Mal her, nehmen dazu das Waves Super Rack, verbinden das. Ich habe hier hinten meinen Laptop aufgebaut, verbinden Waves Super Rack einmal mit der Wing über Dante und schicken einfach mal Kanäle hin und her zum Testen. Wir starten gleich voll durch, doch bevor wir das machen, abonniert ihr am besten noch meinen Kanal. Da unten ist der Subscriber-Button, einmal Klick, einmal Glocke an. Und dann freut ihr euch über jedes neue Video Bastis Bassstunde und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt starten wir in das Thema Dante auf der Wing. Grundsätzlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, der Wing Dante beizubringen. Möglichkeit 1 wäre, ihr kauft euch eine entsprechende Wing Extension Card für Dante. Hat den Vorteil, die könnt ihr selbst installieren, die könnt ihr hinten in den Expansion Slot reinschieben, connecten und dann seid ihr eigentlich schon einsatzfähig mit ein bisschen Konfiguration, das zeige ich aber gleich noch. Hat natürlich aber den Nachteil, dass ich dann mein Wing Live Modul, auf dem ich ja 64 Kanäle aufnehmen kann und abspielen, rausnehmen muss. Möglichkeit 2, und das bieten euch alle Wings, sowohl Rack, Kompakt als auch die Full Size oder die normale Wing. Ihr könnt das Dante Brooklyn Modul, das auf jeder Expansion Card drauf ist, auch direkt in der Wing auf dem Board verbauen. Diese zwei Möglichkeiten habt ihr. Wenn ihr das direkt auf dem Board verbaut, dann sind hinten an der Wing zwei RJ45 Netzwerkanschlüsse und die sind dann ab dem Zeitpunkt, wenn ihr das Modul eingesetzt habt, beide Dante-fähig. Wenn ihr wiederum die Option Expansion-Karte wählt, dann bringt diese selbst ihre RJ45 Ports mit und ihr müsst das Dante-Netzwerk an diesen RJ45 Ports anschließen. Ich habe in dieser Wing hier schon ein entsprechendes Brooklyn-Modul eingesetzt, beziehungsweise ich habe es schon so erhalten. Ich zeige euch heute aber bewusst nicht, wie man dieses Brooklyn-Modul einsetzt, weil ich möchte eigentlich nicht, dass ihr das selbst macht. Lasst das einen Fachmann machen, geht dazu in den Fachhandel, lasst das einen autorisierten Händler machen. Ich sage euch auch warum. Erstens mal kann euch da vom Pult die Garantie flöten gehen. Das ist das Erste. Zweiter Grund ist, man kann auch das Pult nachhaltig beschädigen, wenn man sich da drin nicht auskennt und irgendwas zerstört. Das ist Elektronik, das ist sensibel. Und drittens, ich würde niemandem empfehlen, ein elektrisches Gerät zu öffnen und da drin irgendwas zu verändern. Das ist auch gefährlich. Da könnt ihr euch unter Umständen auch einen elektrischen Schlag einfangen und kann einfach Gesundheitsschäden haben. Also lasst das am besten machen oder geht zu einem Fachmann oder zu einem Fachbetrieb oder wie gesagt zu einem autorisierten Händler, der euch diese Karte einbaut, der euch dieses Brooklyn-Modul einbaut und dann könnt ihr eigentlich genauso starten, wie ich das jetzt mache. Hier ist das Brooklyn-Modul schon drin und wir konfigurieren das Ganze jetzt. Ich gehe auf die Dante-Seite, die heißt neuerdings www.getdante.com. Ihr kommt aber auch über die Audinate-Seite dorthin. Wichtig ist, dass ihr einen entsprechenden Account habt und eingeloggt seid. Wir brauchen jetzt zwei Programme von dieser Seite, nämlich hier den Dante Controller. Den gibt es hier zum Download und zwar in meinem Fall für Windows Download. Und wir brauchen außerdem die Dante Virtual Sound Card. Die Dante Virtual Sound Card ist quasi das Gegenstück zum Pult, was dann im Laptop die Dante-Signale wieder umsetzt in eine Audiosignale, die der Rechner verarbeiten kann. Wichtige Info an dieser Stelle, für Live-Betrieb eignet sich die Dante Virtual Sound Card nicht. Die ist zu lahm, die hat zu viel Latenz. Wenn ihr das Pult für Live-Mixing, also für FOH-Mixing mit dem Super Rack über Dante verbinden wollt, dann braucht ihr einen Rechner und eine Dante PCI Card. Gibt es zum Beispiel von RedNet, Dante PCI-Karten, die haben eine bessere Latenz und mit denen funktioniert das auch. Wie gesagt, die Virtual Sound Card ist einfach zu langsam, weil die über die Netzwerkschnittstelle vom PC läuft und das ist einfach zu langsam in der Umsetzung. Da habt ihr dann zu viel Latenz. Das funktioniert vielleicht gerade noch so für Post-Send-Effekte,
aber spätestens bei Inserts in irgendwelchen Channels ist das einfach zu langsam. Noch eine zweite Info habe ich für euch zur Virtual Sound Card. Ihr braucht dafür eine Lizenz, also die ist nicht umsonst, die muss man kaufen. Die kostet aktuell in einer, also dann die Virtual Sound Card Single Maschinenlizenz, die würde euch reichen, kostet 52,36 € und eine Lizenz für mehrere Rechner, also eine Transferable Lizenz, kostet 90 €. Im nächsten Step gehe ich jetzt ans Mischpult und muss jetzt hier beim Hochfahren dieses Brooklyn-Modul einmal mit dem Mischpult bekannt machen. Dazu halte ich die Taste Utility, während ich das Pult einschalte. Was hier jetzt erscheint, sind die Console Options und ich gebe hier jetzt einmal Dante ein und sage Apply. Und jetzt sehe ich hier unten, dass das Modul auch entsprechend verbunden ist. Nächster Step, ich gehe wieder zurück auf meinen Rechner und öffne die Software Dante Controller, die ich mir gerade heruntergeladen habe. Und ihr seht jetzt schon, dass der automatisch, weil wir hier im Netzwerk verbunden sind, das ist übrigens ganz wichtig, ich gehe jetzt nicht gesondert darauf ein, wie man eine Netzwerkverbindung herstellt, denn das ist eigentlich Standard. Es muss jedenfalls eine Netzwerkverbindung bestehen von den RJ45-Anschlüssen am Pult hier zu dem Rechner. Wenn diese Netzwerkverbindung sauber besteht, dann sehe ich jetzt hier schon das Brooklyn-Modul, das im Pult eingesetzt ist. Und wenn ich hier das kleine Plus aufmache, dann sehe ich auch alle Kanäle. Und ich habe jetzt hier ein Brooklyn-Modul mit 64 Kanälen. 64 Kanäle Empfang, 64 Kanäle Send. Was ich jetzt noch nicht sehe, ist meine Virtual Sound Card. Die muss ich jetzt erst aktivieren. Das heißt, ich öffne hier einmal diese Virtual Sound Card. Er fragt mich jetzt hier, ob ich automatisch nach Aktualisierungen suchen will. Ich sage nicht überprüfen. Ich kann jetzt hier einstellen, dass ich diese Dante Virtual Sound Card auf dem Network Interface Ethernet betreiben will. Das ist also meine Netzwerkschnittstelle. Hier kann ich noch eine Latenz einstellen und wie viele Channels das Teil liefert und in welchem Modus. ASIO oder WDM. Ich nehme hier ASIO und klicke jetzt auf Start. Dann dauert das kurz. Und jetzt seht ihr hier im Hintergrund in der Software eine zweite Dante-Schnittstelle, nämlich eben dieses, mein Notebook heißt jetzt Book und eine Bezeichnung dazu. Das heißt, jetzt habe ich hier beide Sender und beide Empfänger, also das Pult und dieses Notebook drin erkannt. Im nächsten Step möchte ich jetzt mit dem Brooklyn-Modul in der Wing ein Firmware-Update durchführen. Dazu kann ich hier oben auf dieses Logo klicken, Firmware-Updates verfügbar. Hier sehe ich jetzt gleich hier oben Updates Available, dass für mein Brooklyn-Modul eine neue Firmware verfügbar ist. Hier seht ihr Dante-Version 4.2.028 und hier ist die latest Dante-Version wäre 4.2.13. Diese neue Dante Updater Software hat jetzt den großen Vorteil, dass hier in der Library diese ganzen Firmware, die verfügbar sind, schon alle drin sind. Und ich muss jetzt hier gar nichts mehr runterladen, sondern ich kann einfach direkt hier den Haken setzen und hier sagen Update Selected Devices. So, jetzt fragt er mich, ob das wirklich mein Ernst ist. Und ich sage I understand und mache Update Now. Und jetzt führt er mir eben auf der Karte das Firmware-Update durch. Wichtige Info noch, falls sich das nicht updaten lässt, also das liegt ja daran, dass ihr quasi eine andere Firmware auf die Karte spielen wollt, als die eigentlich drauf ist, dann müsst ihr hier im Dante Updater hier oben bei Settings auf Advanced klicken und hier diese Häkchen setzen. Und dann lässt sich jede Firmware oder jede Config auf das Brooklyn-Modul aufspielen. So, das Update ist jetzt complete. Hier sagt er jetzt Reboot Required. Ich setze den Haken, mache hier Reboot Selected Devices. Und jetzt kann ich das schließen. Jetzt dauert es ein bisschen, bis das Brooklyn-Modul wieder da ist. Und ja, dann bin ich eigentlich schon bereit. Ihr seht, jetzt sind alle verschwunden. Dauert kurz, dann tauchen die Module entsprechend wieder auf. Hier ist das Book und hier ist das Brooklyn-Modul. Ja, und jetzt bin ich eigentlich bereit, eine Verbindung mit dem Pult herzustellen. So, ich möchte jetzt Signale in zwei Richtungen schicken. Dementsprechend muss ich auch zwei Verbindungen herstellen. Einmal schicke ich Signale vom Pult zum Laptop und einmal schicke ich Signale vom Laptop zurück zum Pult.
also Sends und Returns im Endeffekt. Zuerst konfiguriere ich jetzt, was vom Pult, also vom Dante Brooklyn Modul zum Laptop geschickt wird. Dazu öffne ich bei Sender, hier oben habe ich die Sender, eben das Brooklyn Modul und bei Empfänger das Book, also dieses Kästchen. So, und jetzt seht ihr hier, dass wir hier jetzt 64 Kanäle haben, die vom Pult gesendet werden und 64 Kanäle, die der Laptop hier mit der Dante Virtual Soundcard empfangen kann. Und ich muss die jetzt verbinden, sonst stellt sich keine Verbindung her. Also ich muss die jetzt in einer Matrix hier verknüpfen. Das heißt, Kanal 1 vom Pult möchte ich hier an 1 vom Laptop schicken. Dann setze ich hier meinen Haken. Und das muss ich jetzt einmal eben mit allen 64 Kanälen machen. Machen wir mal einen kurzen Zeitraffer. So, jetzt bin ich einmal durch. Das heißt, ich schicke jetzt die 64 Kanäle aus dem Pult auf die 64 Eingänge von der Virtual Soundcard. Und das gleiche muss ich jetzt auch nochmal in die andere Richtung machen. Das heißt, jetzt ist der Sender das Book und der Empfänger das Brooklyn Modul. Das wäre dann die Richtung. Ich klicke einmal durch. Frupp, im Video geht das immer ganz schnell. Jetzt sind die alle 64 verbunden und jetzt würde ich euch am Ende noch empfehlen, diese Konfiguration abzuspeichern. Datei, Voreinstellung speichern mit beiden Geräten. Ich lege es mir jetzt auf den Desktop und dann kann ich diese Voreinstellung jetzt, falls sie mal verloren geht, auch wieder laden. Wir machen weiter am Pult. Ihr geht auf Setup und geht hier oben auf Audio und müsst jetzt die Sync Source solltet ihr umstellen auf die Dante-Karte, damit sich das komplette System von der Dante-Karte, also vom Brooklyn Modul weg synchronisiert. Das heißt, ich habe hier 44.1, die lasse ich jetzt mal und wähle hier bei Source nicht Internal, sondern Dante. Was ihr jetzt seht, ist, dass hier oben im Display die 44.1 und das Mod rot blinken. Es kommt gerade im Moment keine Synchronisation zustande. Um das zu lösen, gehen wir wieder zurück an den Laptop in den Config, wo wir ja immer noch den Dante-Controller offen haben, gehen hier drüben auf Geräteinformation und machen jetzt einen Doppelklick aufs Brooklyn Modul. Jetzt öffnen sich die Einstellungen zum Brooklyn Modul und ich klicke jetzt hier oben auf Gerätekonfiguration und sehe, dass ich hier eine Abtastrate von 48 kHz eingestellt habe. Im Pult habe ich aber 44,1 kHz eingestellt. Ich kann jetzt hier wechseln. Er fragt mich, ob ich das wirklich ändern möchte. Ich sage ja. Ich kann das Fenster hier wieder schließen. Und wenn wir jetzt zurück aufs Pult schauen, dann sehen wir oben, es ist jetzt synchronisiert auf die Karte. Und jetzt sind wir einsatzfähig. Wie kriege ich jetzt also ein Signal von hier vom Pult raus und schicke es nach drüben auf den Laptop? Hier kommt wieder das klassische Behringer Wing Routing Prinzip zum Einsatz. Denn hier oben habe ich die Outputs und dann teilt sich der Bildschirm in zwei Hälften. Ich mache hier dieses Schloss auf und jetzt kann ich links auswählen, wohin ich was schicken möchte. In diesem Fall ist es jetzt eben Dante. Und jetzt habe ich hier meine 64 Dante-Kanäle. Die kann ich jetzt frei belegen mit Kanälen, die das Pult hier auf der rechten Seite bietet. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Hall haben. Ich möchte einen externen Hall haben, den ich mir hier im Super Rack lade. Dazu muss ich mir jetzt bei der Behringer Wing einen externen Effekt anlegen. Ich gehe also auf Effects und genauso wie ich hier interne Effekte anlegen kann, kann ich hier auch einen Effekt, ich nehme jetzt mal den Hall, den ich zu unserem Mix beim letzten Mal schon angelegt habe und den verändere ich jetzt. Ich nehme diesen VSS3 raus und nehme hier oben External. So, dann geht hier so ein External Effekt auf. Ich kann hier den Mode auswählen. Ja, der ist Stereo. Und jetzt muss ich zwei Sachen wählen. Den Send und den Return. Der Send sind jetzt die beiden Wege, die rüber zum Laptop gehen. Und der Return sind die beiden Wege, die vom Laptop zurückkommen. Wir konfigurieren jetzt erst die beiden Sends, sodass wir quasi was rüberschicken in den Laptop. Dazu gehen wir ins Routing und wählen jetzt hier oben Dante aus. Und ich schicke jetzt einfach mal auf Dante Kanal 1 und 2, schicke ich den Effekt rüber. Also das Signal rüber, wo ich später den Hall drauf geben will. In dem Fall wäre das jetzt hier FX-Send 1. Und auf den Dante Kanal 2 schicke ich den FX-Send 1 rechts, also den zweiten hier. So.
Also Dante Kanal 1, FX1 links, Dante Kanal 2, FX1 rechts. Jetzt habe ich von meinen 64 Kanälen, die ich rüberschicken kann, 2 belegt. Das sieht man jetzt auch schön, wenn man hier auf die Effekte geht und hier nochmal auf den Hall. Dann habe ich hier External Effekt und ihr seht bei Sense auf Modul 1, also Dante Modul 1 und 2 gehen jetzt die beiden Sense rüber. Und jetzt muss ich anwenden, wo ich die Returns herbekommen will. Das kann ich hier direkt machen. Ich klicke auf dieses Plus und ich will sie nicht von Local In haben, sondern ich möchte sie eben auch wieder vom Dante Modul haben. Also gehe ich hier auf Dante und wähle 1 und mache hier oben Stereo und dann macht er automatisch 1 und 2. So, was passiert jetzt? Jetzt erwartet er auf dem Rückweg, auf dem Dante Weg 1 und 2, erwartet er hier den Rückweg von diesem External Effekt. Also auf 1 und 2 schicke ich sie rüber und das Pult erwartet auf 1 und 2, also auf der Gegenspur sozusagen, auf 1 und 2 den Rückweg. So, das funktioniert jetzt schon, das Pult sendet schon und das Pult würde auch schon empfangen. Aber am Laptop, da müssen wir jetzt noch Einstellungen vornehmen. Ihr seht jetzt hier mein Super Rack Performer, das ist jetzt jungfräulich. Und hier möchte ich ja jetzt auf das Rack 1 diesen Hall-Effekt laden. Und hier muss ich jetzt natürlich auch Inputs und Outputs entsprechend definieren. Ich weiß ja jetzt, dass von meinem Pult auf Kanal 1 und 2 der Dante Virtual Sound Card eben ja, der Send kommt, also das, was ich verhallen möchte, das Signal. Und ich weiß auch, dass mein Pult erwartet, dass ich auf 1 und 2 den Return zurückschicke, also das Verhalte oder das Hallsignal. Im ersten Step ändere ich jetzt mal die Soundkarte, die hier angewählt ist. Ich gehe auf Setup und habe hier mein Audio-Device, über welches ich das Ganze schicken will. Und das ist jetzt eben meine Dante Virtual Sound Card. Einmal ausgewählt, synchronisiert das Ganze. Die Dante Virtual Sound Card, die läuft jetzt hier aktuell auf 48 Kilohertz. Ich kann das jetzt einfach umstellen hier, indem ich das anklicke und 44.1 auswähle. Das mache ich auch, weil wir haben ja 44.1 vorgesehen im Pult und auch im Brooklyn Modul. 44.1 und hier die Buffer Size. Ich gehe mal ins Control Panel, die kann ich hier bei Options runterstellen. Also wenn ihr hier, das ist wichtig noch die Info, wenn ihr hier auf Open Control Panel klickt, dann geht wieder diese Software auf. Im Moment sehe ich, dass die noch läuft. Und ich kann aber hier bei Options die Buffer Size runterstellen und ich stelle es auf 64 Samples. Und hier unten fragt ihr mich nach einer ASIO-Latency. Die würde ich jetzt einfach mal auf, ja, ich stelle die mal auf 3 Millisekunden. So, ihr seht gleich hier, dass jetzt automatisch im Super Rack auch die Buffer Size stimmt. Und die CPU-Auslastung seht ihr hier an der Seite. Die ist jetzt bei mir bei 24, ja, 21, 20%. Das ist okay. Und jetzt kann ich im Prinzip im Super Rack für das Rack 1 Inputs und Outputs definieren. Ich klicke hier oben auf Inputs, Stereo, dann habe ich jetzt eben diese Dante Virtual Sound Card hier und ich brauche die Kanäle 1 und 2. Das heißt, wenn ich 1 klicke, macht er automatisch 2 mit. Und automatisch hat er jetzt auch unten den Output auf 1 und 2 gelegt. Man könnte das auch verändern, aber ich will das ja nicht, habe ich ja so definiert. Und 1 und 2 sind jetzt die Outputs. So, jetzt passt mal auf, schaut mal hier aufs Bild. Ich lasse mal hier schnell eine Aufnahme laufen. Und dann seht ihr, ob was kommt auf dem Kanal oder nicht. So, also ziemlich eindeutig, da kommt jetzt Signal an und da geht auch Signal wieder. Zurück auf der Wing kann ich jetzt den Bus auswählen, wo dieser externe Effekt eingebunden ist. Und wenn ich den jetzt aufmache, dann sehe ich, dass hier wird was geschickt auf die Sense und ich sehe auch, dass hier bei den Returns wieder etwas ankommt. Also das heißt, das Signal wird jetzt hier rausgeschickt durch das Super Rack und kommt dann hier am Return wieder zurück. Also dann die Verbindung steht und funktioniert. Ja, und jetzt kann ich eben hier nach Belieben Effekte reinladen. Ich lade jetzt einfach mal einen Hall rein. Ich mache hier nochmal kurz Stopp. Ich lade jetzt hier mal einen Hall rein. Reverb. Was haben wir hier? TrueVerb zum Beispiel. Und jetzt sollte hier auch Hall ankommen. Ich starte mal und wir hören uns mal den Gesang an. So, um jetzt zu zeigen, dass das auch wirklich hier der Effekt aus dem Super Rack ist, lade ich jetzt nochmal hier ein Delay rein. Ein einfaches Edge Delay. Das tappen wir mal auf richtig schnell.
Ich spiele es nochmal ab, ich mache mal das eigentliche Delay aus und ihr hört jetzt einfach mal auf den Kanal, wo eben das Super Rack drin hängt und wo auch dieses Delay jetzt geladen ist. Okay, also ihr hört eindeutig, dieser Kanal funktioniert, was ich aufgebaut habe. Ja Leute, jetzt seid ihr wieder ein bisschen schlauer, denn jetzt wisst ihr, wie man Dante auf der Wing konfiguriert. Man kann sich da natürlich jetzt noch austoben. Ich mache es zum Beispiel live so, dass ich erst alle 32 bzw. 48 Kanäle, die hier am Pult ankommen, rüberschicke durch das Super Rack, dann hier meine ganzen Plugins auf die einzelnen Channel setze, dann wieder zurückschicke ins Pult und erst dann auf die einzelnen Faderwege oder auf die einzelnen Channels route. Das heißt, der Weg ist dann quasi Bühne, Super Rack und dann erst die Channels auf der Wing. Funktioniert super, habe ich keine Probleme damit. Man hat den großen Vorteil, dass man dann auch Latenzgruppen bilden kann. Das heißt, zum Beispiel alle Drum-Mikrofone der gleichen Latenzgroup zuweisen kann und die Group hat dann einfach die Latenz vom langsamsten Plugin auf den Channels, dass die quasi sich ausgleichen und keine Phasenverschiebungen bilden. Was ich euch aber wirklich empfehlen würde, wenn ihr das Ganze im Live-Betrieb nutzen wollt, dann braucht ihr eine PCI Express Card für Dante, dass ihr einfach die geringstmögliche Latenz habt. Das ist unabdingbar und einen starken Rechner empfehle ich euch auch. Mein kleiner Laptop hier, der kommt hier schon mit einem Hall an seine Grenzen, also da braucht man schon ein bisschen was mit Power. i5 Prozessor, i7 oder noch besser i9 ist auf jeden Fall Pflicht. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Episode Bastis Bassstunde angekommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt gerne unten mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze nützt, ob ihr Dante nützt, wie ihr es nützt, ob ihr die Expansion Card benutzt oder das interne Brooklyn Modul. Würde mich sehr darüber freuen und bis dahin sage ich ciao, macht's gut, euer Basti.